Wisst ihr eigentlich, wie lange mein letztes Best-of-Isana-Video her ist? Ja, so lange, dass ich nachschauen musste. Und zwar sind das mittlerweile über 2 Jahre und in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Deswegen bin ich der Meinung, dass es an der Zeit ist für ein neues Best-of-Isana Hautpflege, Körperpflege und Haarpflegevideo. Ich fange mal mit Haarpflege an und das erste Produkt, das in diesem Video nicht fehlen darf, ist das Isana Sensitive Trockenshampoo. Denn es war mal eine Zeit lang gar nicht so einfach, komplett parfümfreie Trockenshampoos in der Drogerie zu bekommen. Balea hat ja eins rausgebracht, dann gibt es jetzt auch von Batiste ein Sensitive Trockenshampoo und natürlich auch jetzt eins von Rossmann. Ich persönlich finde diese Entwicklung extrem begrüßenswert, vor allem da ich einfach auch immer wieder sehe, dass man sich zwar im Bereich der Hautpflege weiterentwickelt und auch super viele parfümfreie Produkte anbietet, aber was die Haarpflegeabteilung angeht, gibt es meiner Meinung nach noch einiges an Verbesserungsbedarf. Ich bin Duftstoffallergikerin und ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich ein parfümfreies Haarpflegeprodukt finde oder Stylingprodukt oder in dem Fall ein Trockenshampoo. Dieses Trockenshampoo benutze ich allerdings eher unregelmäßig, weil hier eine wahrnehmbare Menge an Alkohol enthalten ist und ich feststellen musste, dass das meiner Kopfhaut nicht ganz so gut gefällt, aber immer wenn ich es benutze, bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es lässt sich gut verteilen, es lässt sich gut einarbeiten. Es macht einen guten Job und hinterlässt zumindest bei mir keinen allzu krass wahrnehmbaren Weißschleier. Das Isana Plex Leave-In Serum hat sich in den letzten Wochen zu meinem persönlichen Favoriten gemausert. Und zwar im Vergleich zu anderen Leave-In-Produkten fürs Haar aus der Drogerie. Denn es ist sehr, sehr angenehm in der Handhabung und es zaubert ein tolles Ergebnis. Es macht mein feines Haar schön geschmeidig, ohne es zu beschweren, ohne es strähnig aussehen zu lassen. Und ich finde auch die Konsistenz richtig gut, denn ich habe gelesen, dass manche diese cremige Konsistenz nicht so feiern. Ich persönlich finde, dass sich dieses Produkt echt gut macht, vor allem wenn man es halt in die Handinnenfläche gibt. Ich nehme meistens so 2 bis 3 Pumphübe und dann so ein bisschen mit den Händen verreibt und einfach in die Längen einarbeitet. Ich lasse das dann kurz sitzen und bürste meine Längen aus, um das Ganze noch ein bisschen besser verteilen zu können. Und ich werde gesegnet mit wunderschön geschmeidigem und leicht glänzendem Haar, ohne dass es einfach so richtig beschwert runterhängt. Und das hatte ich bisher relativ selten bei solchen Leave-In-Produkten und würde mir wirklich wünschen, wenn man irgendwann eine parfümfreie Version rausbringen würde. Es wäre allgemein so großartig, wenn wir mehr parfümfreie Haarpflege und Styling-Produkte zur Auswahl hätten. Vielleicht kann uns ja irgendeine Marke irgendwann diesen Wunsch erfüllen, aber bis dahin werde ich dieses Plex-Serum verwenden. Zum Isana Anti-Ox Toner Spray habe ich dieses Jahr doch häufiger gegriffen, als mir selbst bewusst war, denn es ist schon fast leer. Das heißt, ich muss es ja irgendwie immer mal verwendet haben. Ich denke, es liegt daran, dass es sich hierbei um ein Gesichtsspray handelt und ich ein riesengroßer Fan von Gesichtssprays bin, weil mir Sprays einfach sehr, sehr viel Arbeit abnehmen. Das heißt, ich sprühe mich einfach damit ein und kann mit meiner Skincare-Routine weitermachen. Was mir hier auch sehr gut gefällt, ist die Rezeptur. Hier ist 2% Niacinamid enthalten in dieser Konzentration. Kann Niacinamid die Hautbarriere unterstützen und wir haben auch noch on top ein antioxidatives Vitamin C-Derivat enthalten. Finde ich für Drogerieverhältnisse absolut nicht verkehrt, vor allem zu diesem Preis. Und der Sprühkopf ist auch recht angenehm. Allerdings muss ich sagen, dass ich es vorrangig abends benutze, weil sobald man ein bisschen mehr davon auf die Haut gibt, dann wird es etwas klebrig. Ich habe mich echt gesträubt, das Isana Peptid Serum zu testen, weil mir der Hype rund um Peptide dermaßen auf den Keks ging und nach wie vor auf den Keks geht, dass ich da einfach keinen Bock drauf hatte. Aber als ich gefragt wurde, ob ich das Peptidserum von Balea testen kann, dachte ich mir,
es wäre ja jetzt unfair, wenn ich nicht auch dem Isana Serum eine Chance gebe. Und ich muss sagen, dass ich das Serum von Isana deutlich angenehmer auf der Haut finde, weil es einfach nicht so klebrig ist, weil es sich gut verteilen lässt und weil es auch mit anderen Skincare-Produkten nicht zu krass interagiert. Aber ich verspreche mir von dem enthaltenen Peptid jetzt keine krasse Slow-Aging-Wirkung. Ich finde das sowieso ein bisschen schwierig, in welche Richtung Peptide teilweise vermarktet werden, vor allem im Vergleich zu anderen besser erforschten Slow-Aging-Actives. Aber so als feuchtigkeitsspendendes Serum, das nicht zu doll klebt und das einfach auch angenehm in der Handhabung ist, vor allem zu dem Preis, ist das definitiv einen Blick wert. Den Isana Fresh Plus Antitranspirant Roller habe ich bereits mehrfach nachgekauft, denn es ist gar nicht so einfach, Antitranspirantien, also Produkte mit Aluminiumsalzen, die dafür bekannt sind, die Schweißproduktion so ein bisschen runterzuschrauben, in der Drogerie zu finden, die ohne deklarationspflichtige Duftstoffe auskommen. Natürlich gibt es auch noch den Roller von Hydrofugal und von Nivea, aber die kriegt man nicht in jeder Filiale und bei dem Isana Fresh Plus Roller ist das anders. Also den bekommt man wirklich in jeder Rossmann-Filiale. Der ist zwar parfümiert, enthält aber keine deklarationspflichtigen Duftstoffe und riecht auch recht angenehm. Also es ist ein Unisex-Duft, ein frischer Unisex-Duft, der jetzt auch nicht zu lange in den Achseln hängen bleibt und der auch nicht in die Nase oder den Kopf steigt. Lässt sich super auftragen, lässt sich super verteilen und macht einen richtig, richtig guten Job zu einem richtig kleinen Preis. Die Isana Panthenol Body Lotion gehört zu denjenigen Körperpflegeprodukten, die mir das Eincremen meines Körpers richtig schmackhaft machen. Denn ihr müsst euch vorstellen, ich bin wahnsinnig nachlässig, was das Eincremen meines Körpers angeht, obwohl ich es besser weiß. Ich habe trockene Schienbeine, ich habe trockene Knie, ich habe trockene Ellenbogen und so weiter und so fort. Vor allem jetzt, wo es kälter wird und ich einfach auch viel zu heiß dusche. Und trotzdem fällt es mir schwer, Körperpflege zu benutzen, mich einzucremen, weil ich einfach sehr, sehr pingelig bin, was Bodylotions angeht. Ich möchte nicht, dass eine Bodylotion zu ölig, zu schwer ist, zu klebrig oder irgendwie so schmierig und schlierig. Und all meine Wünsche an eine Bodylotion vereint dieses Produkt. Und das zu einem sehr, sehr günstigen Preis, denn diese Bodylotion lässt sich wunderbar auf der Haut verteilen. Sie gibt meiner Haut einen Feuchtigkeitskick, sie ist nicht klebrig und ich finde einfach, dass sie einen wunderbaren Job macht. Ist das jetzt die pflegendste Bodylotion, die reichhaltigste Bodylotion? Nein, das ist eher eine Sommerbodylotion oder wenn man einfach mal sich schnell eincremen will, aber das ist halt genau das, was ich an Bodylotions schätze und mag. Falls ihr Interesse an den letzten Best-of Isana-Produkten haben solltet, dann klickt auf dieses Video hier und schreibt mir doch auch gerne eure persönlichen Favoriten unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch riesig darüber freuen, wenn ihr es teilen würdet, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet und vielleicht sogar ein Abo, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!